Es gibt eine neue Studie zum interstellaren Objekt Oumuamua. Woher kommt es und kann es natürlichen Ursprungs sein oder ist es doch eher eine Aliensonde oder ein Bruchstück davon? Klickt zum Science Fiction, hier gibt's täglich faszinierende Science-Videos, abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. 1, 2, Die Spekulationen um das interstellare Objekt Oumuamua reißen nicht ab. Es ist zu faszinierend und es birgt zumindest zwei Rätsel. Woher kommt es und wie konnte es zu uns gelangen und was ist beim Vorbeiflug an der Sonne passiert? Da hat es nämlich stark beschleunigt und bis heute gibt es keine Erklärung. Abraham Loeb, Harvard-Professor und Leiter der Abteilung Astronomie dort, hatte die These aufgestellt, dass es sich um eine Sonde handeln könnte, von Außerirdischen gebaut. Denn so seine Schlussfolgerung: Die Beschleunigung durch die Sonne ist nur zu erklären, wenn das Objekt extrem dünn ist, wie ein künstlich hergestelltes Lichtsegel. Bei uns im Interview zitierte er Sherlock Holmes. Wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie auch klingen mag. Denn beim Vorbeiflug wurde nichts beobachtet, das auf einen natürlichen Effekt wie eine Ausgasung schließen ließ. Die jetzt veröffentlichte Studie The Natural History of Oumuamua beschäftigt sich mit der Herkunft und den Eigenschaften des Objektes. Denn auch hier sah Loeb eine Unwahrscheinlichkeit. Ein zufälliger Durchflug eines solchen Objektes ist nur schwer erklärbar, da es nach bisherigen Annahmen dafür nicht genügend Objekte im All geben würde. Ein Astronomieteam hat sich das Objekt jetzt vorgenommen und alle Eigenschaften akribisch untersucht. Das internationale Team veröffentlichte die Studie am Montag im Fachmagazin Nature Astronomy und vermutet einen natürlichen Ursprung. Einer der Astronomen, Matthew Knight von der University of Maryland, dazu in Nature Astronomy: Oumuamua ist rötlich und vielen Objekten, die wir in unserem Sonnensystem bereits entdeckt haben, ähnlich. Die Hypothese vom Alien-Raumschiff ist eine lustige Idee, aber unsere Analyse legt nahe, dass es eine ganze Menge natürliche Phänomene gibt, die das alles erklären können. Und die Herkunft und Beschleunigung in Richtung unseres Sonnensystems können zum Beispiel durch einen Gasplaneten erklärbar sein, der das rotierende Objekt, das war ja auch eine der seltsamen Eigenschaften, mit seiner großen Gravitation aus seinem Sternensystem zu uns katapultiert hat. Doch ein Rätsel bleibt weiterhin und so ist die These von der Aliensonde nicht ganz vom Tisch. Was hat die Sonde bei ihrem Vorbeiflug an der Sonne so stark beschleunigt? Diese Frage konnte immer noch nicht geklärt werden. Es bleibt also spannend. Ihr wollt einen Klick zum Nature-Kanal. Das habt ihr in zahlreichen Kommentaren, Nachrichten auf Telegram und Mails bekundet. Ihr bekommt ihn. Denn neben Oumuamua gibt es auch eine dramatische Meldung heute zum Thema Klimawandel. Die Verpflichtung zum Klimaschaden. Moment. Nationen verpflichten sich, dem Klima zu schaden. Genauso ist es leider. Darüber mehr hier bei Klicks zum Nature, also unbedingt draufklicken, anschauen und unbedingt Klicks zum Nature abonnieren und weitererzählen. Es ist wichtig, um mehr Informationen zum Thema zu verbreiten. Bis dann. Bleibt dran.